Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Organs Please, und zwar eine frühe Alpha-Version bzw. eine Demo. We've exhausted the planet's resources and began squabbling over scraps. It's easier to just steal from your neighbor than to consume consciously. The result was predictable, a nuclear war. We've destroyed nature, opting for irradiated ruins. According to the chirp of a Geiger counter, it wasn't fun to live through. To survive, we've built the verticals of or words, gigantic monuments for a dying humanity. First, they were our cities, then our states. But there's no escaping hunger, so the world's government opted for desperate measures, the recycling of their own citizens. Ugh. Who else would lend you a helping hand for dinner if not your neighbor? Oh man. Oh man. The end of humanity was near, but then the astronomers who managed to avoid getting eaten discovered an inhabitable exoplanet. Our chance to begin anew. The Verts have begun the constructions of spaceships, arcs, to colonize the new world, but not everyone will make the cut. Citizens of Vert 5, the human... Okay. Okay, hier wird jetzt scheinbar... Hier wird jetzt scheinbar entschieden, wer mit darf und wer nicht. Und die einen werden besser behandelt wie andere, wie es aussieht. So, the Ark. The Ark's Condition. Okay, schauen wir mal. Tutorial. Congratulations on your new appointment as the administrator for the factory, Miss McNeil. I have been told to give you a detailed guide. It's weird they insisted so much on it, considering your brilliant results during the exam. I'm sure your uncle in the syndicate is very proud of his niece's achievements. Let's get to the factory. Ach so, to the factory, okay. Whoa. Okay, this is the factory management screen. It displays several factory sections where your employees are hard at work. The resources produced by them are sent to the warehouse. Your task is to complete production orders. The Ark's icon will mark will mark the tasks required to build the ship. 200 Kilo Knochen. Oh man. Give those first priority. Your first order is to build a launch complex out of bones for the Ark. Of course, you yourself won't waste away in the factory, Miss McNeil. You just need to assign employees by dragging their portraits to the relevant area. Assign 2 employees to the bone section and the third one to any other. Also, so, ja, sieht es relativ egal aus. The bone section. To the bone section. Was ist die bone section? Hair, blood, skin. Meat, bones. Hier können wir ein wenig reinzoomen. Okay. Einmal und zweimal. Und einen irgendwo anders hin. Blood, von mir aus. Okay. The more employees that work in a section, the more resources will be produced here. The efficiency is represented by a number in the sections window. Also hier 29. Der alleine macht 20. Weil er einen Buff Masochist hat, okay? Planning takes a lot of the workday's time. You can pause the timer, but you
you'll have to unpause it for the factory to start working. We get all the resources we need from bodies stored at the warehouse in a nice chilly environment. Each body passes through various sections where employees disassemble it for resources, which are then sent to the warehouse. The remains are burned at the furnace to fuel the factory. There's a lot of work ahead. We need to establish a constant supply of bodies for the warehouse. Otherwise the factory's production will halt. Let's get to the checkpoint, Miss McNeil. Mann, das ist grausam. To construct the Ark and complete orders, you'll require bodies. Lots of bodies. Candidates for recycling will come on their own, but you'll need to pull the lever. Use the lever and send 5 visitors to recycling, Miss McNeil. They're glad to sacrifice themselves for the sake of humanity. Okay. Der sieht friedlich, freundlich aus. Der... Komm. Ralph Knight, an engineer. Whee! Randy Smith, I've had to manage many factories in the past. All of them did great. Whee! If only we had a factory like this back in the 20s, we'd show them. Okay, sometimes you won't have enough fuel for the factory. You can incinerate the worst citizens of World 5 to cover that deficit. Everyone will have a chance to serve the needs of society. To refuel, burn 3 visitors with the lowest stats. Also einfach hier, oder wie? Oh Mann. I can see you've got the hang of recycling and incinerating, but slow down a bit. We still need people to construct and man the Ark. We need the best citizens of Earth 5. We've marked the best qualities in their cards with green for your convenience. Check the documents, stamp them and return them to the future colonists. Admit 5 visitors with green stats to the Ark. Oh, okay. Bonk. Gut. Ja, approved. Ah, so, okay. Zack, bitteschön. Wunderbar. Ja, recht intelligent ist er nicht, aber sonst... Sehr schön. High stat visitors increase the Ark's survivability. The committee observes this key parameter. Besides increasing construction, increasing the Ark's survivability will also increase the committee's trust in you, awarding you various bonuses. It's a shame that not everyone in World 5 is as perfect as I am. Sometimes you'll have to admit people who aren't above average in every stat. But do make sure that the total number of the stats is above 0, otherwise the Ark's survivability will lower. The rust bucket they'll cobble together won't be flying off too far. Increase the Ark's survivability level by admitting enough visitors with a positive stat total. We'll turn them into space janitors or something. Okay, minus 40, aber insgesamt immer noch drüber. Also, bitteschön, plus 25. Hui. Kann ich... Moment, kann ich jetzt mal zum Beispiel sagen, du gehst jetzt zu Scan drüber. Okay. Trust level increased. Completed order. Trust level increased. Trust level increased. So, wo sehe ich jetzt Warehouse? Aha, da kann ich dann upgraden. Ein paar muss ich auch verbrennen, oder? So, der passt. Ui, der ist schön. Zack. Jawohl. Ist immer noch positiv.
We completed an ARC order but didn't start a new one. Planning orders is an important part of your job, Miss McNeil. Let's return to the factory. You can plan the factory's work using the orders board. It is divided into 3 order categories: mandatory goods, resources. The committee assigns you the mandatory orders. Here. They are needed to construct and supply the ARC. The completion isn't optional. However, you can pick and choose which commercial orders you accept. Oh, and here, an order you accept is moved to the respective part of the orders board. Accept all available orders. Und das können wir sogar schon fertig machen. So, wir brauchen Textiles und Meat. The people won't do volunteer work for the sake of Word 5. However much the government hopes for that. You'll need money for salaries, new factory sections, bribes. Use commercial orders to earn income. New orders will become available as you complete old ones. Employees send the resources collected from the bodies and produced goods to the warehouse. You can check your stocks there. Maybe you already have the resources or goods to complete an order. You can do so right away and take another one. Assign employees to sections according to the orders. Then return to the checkpoint. Hier brauchen wir mal Meat. Ja. Und einen geben wir hier rauf. Würde ich mal sagen. Genau. Einen haben wir erledigt, wie gesagt. So. Dann machen wir mal weiter, oder? Are you already tired of my guidance, Miss McNeil? I suggest you demonstrate your outstanding factory management skills and complete the remaining 3 orders on your own. Don't forget the checkpoint either. Take care of 20 visitors. You can recycle or incinerate them or even admit them to the ARC. Ich habe jetzt noch nicht ganz... Fuel Display. Okay, da haben wir noch genug Fuel. Das geht jetzt schön langsam runter. Moment, der darf, bitteschön. Oh, der ist auch gut. Nö. So, wir brauchen noch einiges. So. Das passt. Nö. Naja, +2. Ach komm. Visitors, okay. Kann ich den einfach... den kann ich einfach nur anklicken, okay. Also klicken und aufziehen. So, das haben wir mal erledigt. Wir haben eigentlich... Observability, Order Complete. Dann schauen wir mal. Textiles. 4. Das ist aber nicht viel. Wie sieht's denn aus? 5. Naja. To the checkpoint. Oh. Mann, die sind alle ganz gut. So. Nö. Das... Ach. Ja, und schön langsam. Jetzt wird das schön langsam was.
Nö. Oh, der ist okay. 10 von 40. Wir brauchen mal wieder Fuel. Nö. Ja. Wow. Oh, nö. Oh Mann. Nein. Diese Balken sind teilweise irreführend. Das dauert, bis wir hier genug beisammen haben. Oh Mann. Oh Mann. Das war nicht gut. Trust has dropped. Ja, das verstehe ich. Da war ich nicht konzentriert. Aber war nur einer. Was heißt das hier? Bodies in Stock 7. Ah. Und oh, okay. Wir müssen halt immer wieder ein paar rüberschicken. Wir haben jetzt 500 Bones, das heißt, Bones ist voll. Oh, der hier oder die hier ist gestresst. Sollten wir hier rauf in den Break Room. Ich hoffe, dann geht der Stress wieder runter. Schauen wir mal. Bitteschön. Wir brauchen eigentlich wieder ein paar Körper. Wir brauchen Körper. So viele gute kommen jetzt. So. Wir haben leider immer noch nur 10. Wo steht mein Geld? Hier. Wir könnten hier... Ah! Hair und Skin wird zu... Ah! Okay. Das heißt, wir brauchen Skin und Hair. Und dann können wir Textiles draus machen. Sobald wir wieder ein paar Körper bekommen, können wir das verifizieren. Dann sollte das hier auch ein wenig steigen wieder. Ja, da muss man auch mal drauf kommen. Genau, jetzt haben wir 15 schon. Okay. Okay. Oh, fast. Jawohl, jetzt, ja. Okay. Oh, jetzt wird's schön langsam. Die Survivability auf Level 2 abgegradet. Zack. Ja, Bones haben wir. Was? Ah, completed. Okay. Congratulations on completing your first workday, Miss McNeil. I'm afraid your uncle won't be picking you up. The committee is questioning him. I'm sure it's nothing serious.
Security will escort you to your apartment, but first you need to pay the factory's employees their salary. So, goods ordered. Gut. And the day, oder wie? 350 habe ich. Und 150 ist die Salary. Okay. Ach so, und da kann ich das hier managen. Employee salaries are paid at the end of each day. You can pick who you're going to pay, but nobody likes working for free. Employees that don't receive a salary will lose loyalty. They will send reports to the committee, which will decrease your trust with the organization. Das ist gemein. So, wir haben jetzt mal Survivability Level 2. Ist ja schon gut. Sieht nicht schlecht aus. The only thing left is to decide who will have a workday tomorrow. Pay attention to the stress and fatigue levels. Sometimes employees need to rest. Make a smart decision about who will work tomorrow. This is your final task for today, Miss McNeil. I'll be waiting for you tomorrow morning at the checkpoint. 5 Leute müssen wir einteilen für morgen. Das sind die hier. Was ist das? Employee Faction. Aha. Der hier ist auf jeden Fall nicht produktiv, weil komplett gestresst und erschöpft. Aber die 5 Leute, die passen, sind eingeteilt für den nächsten Tag. The Ox Condition. Okay. Construction crane order ready to be completed. There are enough resources at the warehouse to complete this order. Construction crane. Bevor wir den Tag starten, schauen wir uns das mal an. Das können wir schon machen. So, Construction crane ist fertig. The Ox Assembly. Gut, wir haben hier Canned Food, Textiles. Oh, Blood können wir fast schon abschließen. Meat können wir sowieso schon abschließen. Bones können wir abschließen. Wieder Meat. Okay. Textiles, Canned Food. Schauen wir mal. Textiles. Okay. Jetzt habe ich was angenommen, dass ich... Oh ja, kann... Ah, wie im Break Room. Wie? Moment. Ah, hier kann ich umschalten. Blood und Meat wird zu Canned Food. Und hier Hair und Skin wird zu Textiles. Okay. Ja, wir haben 5 Leute auf jeden Fall. Einen werden wir hier fix einteilen. Und hier sehen wir schon, wir brauchen Hair und Skin. Hair und Skin. Wir werden aber gleichzeitig auch Meat und Bones machen, weil Blood und Meat. Also Bones nicht, sondern Blood. So. Gut. Wir haben ein paar Sachen fertig und wir starten. Good morning, Miss McNeil. I have been asked to tell you that your uncle has been arrested. I'm sure it's just a slight misunderstanding and he'll be released soon. Employee pass. Give it to a visitor to employ him to work at the factory. Aha. Okay. I'm sorry you didn't get enough sleep, but the factory schedule cannot be changed. The workday begins at 8 AM and ends at 8 PM. Ah, hier haben wir eine Uhr. Okay. Accidents are a common sight at the factory. We're always looking for new employees. You can hire one now. Oh, look at that, a suitable candidate.
The visitor's stats affect their performance at the factory. High intelligence will let them raise their competence quickly. A stress-resistant employee won't go mad during the first day of work. An enduring one will work for longer without needing rest. Hire a visitor by giving him an employee card. Have them work starting tomorrow, otherwise they'll be tired. After that, go to the factory. Achso, das kann ich ihm so geben. Ah. Okay, wait for the factory screen. Study the employees, Miss McNeil. We're not interested in their appearance and gender. What we are looking at are 3 stats: competence, stress, and fatigue. Competence grows as the employee works in the factory. They gain levels and buffs, also increasing their performance. A high stress level is a risk for the employee. They might gain a debuff. A fatigued employee might accidentally fall into the bone grinder or die of exhaustion. Note that this employee is about to break down due to stress or fatigue. Send them to the break room. They'll rest and be ready to work more. Each of your employees has strengths and weaknesses, some of which may be acquired while working at the factory. Keep that in mind when planning work on orders. One might be better at the meat section while another is a prime candidate for being recycled. Choose new orders and manage the factory. Please note that now the product factory section is able to produce canned food. However, at the moment it works only in one mode. The switch is located inside sections window. Das haben wir schon gesehen. Okay, geht noch nicht weiter. Können wir uns die jetzt mal kurz ansehen? Addicted. Okay. Cannibal. Production in the meat section is increased by 10. Okay. Das heißt, die ziehen wir mal ab hier. Und den gehen wir mal in die Meat Section. So, nächster. Bei dem ist es dasselbe. Gets 10 less stressed. Okay. Competence grew 5% faster. Blood shop productivity increased by 5, gets 10% less stress. Also, die ist ja hier schon gut aufgehoben. Und den setzen wir jetzt hier rauf. Sieht gut aus und wir können, glaube ich, starten. Factory management is quite the expensive endeavor, as you might have realized by now. Earn 300 by completing commercial orders. Let's see how quickly you can do that, Miss McNeil. And don't forget to complete today's mandatory ARC order. Get to work, Miss McNeil. Oh, los geht's. Stopp. Ha. So, Blut haben wir fertig. Und wir hätten schon wieder das nächste. Textiles 5 von 20. Okay, weiter geht's. Ah. Die ist okay. Ist okay. Sometimes the checkpoints will be visited by representatives from the government, the syndicate or the Virtus Populi. The Hands of Earth might risk coming too. The committee strives to maintain the balance of factions at the Ark. We're hoping that your connections to the syndicate will not interfere with your fair and unbiased selection of colonists. Boah. Hey there, Shanice. Doing pretty well for yourself, ain't ya? Totally better than your uncle behind bars, eh? Don't worry your pretty little head about it, though. The syndicate will get him out in no time. By the by, there's a job for you. We'll need a chump for a stint. Can I get one of your working mates to do it? Go to the factory and send one to the Ark. Ja, wir machen das jetzt einfach mal. You wish to transfer an employee to the Ark, Miss McNeil? Of course you can do that, but I suggest that you do not abuse your power. Pick the employee you wish to transfer and send them to the Ark. The lucky person will leave the factory at the end of the workday. Den hier. Okay.
The mafia can help you solve quite a few problems for a price, of course. It's nice to have powerful friends, isn't it, Miss McNeil? The syndicate has been kind enough to offer help in the management of the factory and the construction of the Ark. Considering the limited resources, the committee has accepted their help. Use the factory faction principles screen to see how your friends can help you. Oh. Sind das... ist das so eine Art Skill-Tree oder wie? Also das hatten wir schon, oder? Stress does not decrease faction employee performance. Und jetzt haben wir Fixes bekommen. The mafia can help you solve quite a few problems for a price. Okay. Employee competence grows 50% faster. Fatigue gain is increased by 10%. Faction employees increase body processing speed by 70% at the factory sections they're working at. Das ist ja eigentlich cool. Was heißt das P hier? Keine Ahnung. All for one. You can hire 2 faction employees in place of 1 regular employee. Church points clergy on the Ark. Okay. Gut, das haben wir jetzt mal. Da haben wir 10 Punkte bekommen. Okay, you're doing pretty well, Miss McNeil. Carry on working as usual until the end of the day. Ah, der gehört jetzt zu der Fraktion. Da haben wir jetzt Punkte dazu bekommen. Okay. Und ich nehme mal an, wenn wir einen wegmachen, der zu einer Fraktion gehört, dann geht das wieder runter. Oh, no fuel. Das haben wir zweimal. Jetzt bin ich gespannt. Gut. Umgestellt auf Canned Food. Wir brauchen Blood und Meat. Und hier brauchen wir auch Blood und Meat und Canned Food. Das heißt, wir geben die hier rüber. Genau. Und weiter geht's. Wir brauchen ein bisschen Fuel. Wir brauchen viel Fuel eigentlich. Plus 1. Wahnsinn. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, da hat sich nichts getan. Completed. Die sind jetzt auch weg. Es sind nur noch die übrig. Und Canned Food, das zählt für beide. Das ist auch cool. 2 Fliegen mit einer Klappe. So, wir brauchen wieder ein paar Körper. Oh Mann, schade. Nö. Ja. Das passt. Da bekommen wir auch mal 1. Employee leveled up. The employee has earned enough competence to reach the next level. Okay. Und wir haben Goods Order und Committee Quest geschafft. Da gibt es wieder Textiles. Okay, nehmen wir mal an. Ich bin gespannt, wenn wir das nicht schaffen sollten, was dann passiert. Und ich habe gerade gesehen, dass wenn ein Order fertig ist, wird es abgezogen und somit sind wir hier wieder bei 0 gewesen. Leider. Okay. Gut. Fuel. Ah, da brauchen wir. Sehr schön, sehr schön. Passt auch. Ach nein, schade. Nö. Nö.
Nö. Ach. Gut, gut, gut. Jawohl, wieder ein Order erledigt. Jetzt brauchen wir nur noch Textiles und somit müssen wir die hier rüberschieben und die hier rüberschieben. Somit wird das wieder produziert. Ja, das passt noch. Wir haben, glaube ich, auch noch genug Zeit. 47. Sehr gut. Wir sollten auch vielleicht noch mal einen richtig guten hernehmen. So, Textiles brauchen wir jetzt nur noch. Das kriegen wir hin. Erledigt und erledigt. Einen richtig guten und dem noch ein Employee Pass geben. Den hier zum Beispiel. Moment, stopp. Okay, Goods Order ist erledigt. Herr Factory Section Limit ist erreicht. Wir sehen hier, wir haben 477 von 500 Haaren. Blood, Skin, Meat können wir noch gebrauchen. Wir sollten allerdings auch vielleicht schauen, dass wir bei manchen ein wenig Stress abbauen. Was habe ich jetzt gesagt? Skin passt auch noch. Blood, Skin, Meat. Also Haare auf jeden Fall nicht mehr. Blood, Skin, Meat passt noch. So. Der... Okay. Oh. Oh. Wir... Oh. Das war Minus. Den nehmen wir jetzt mal mit. 19 Uhr. Bitteschön. Wir haben hier alles erledigt eigentlich. Das heißt, wie lange geht das jetzt noch? Muss ich hier oder? Good job, Miss McNeil. Your work at the end. Ach so, von 8 bis 8. Also da brauche ich gar nichts machen. Okay, good job, Miss McNeil. Your work at the factory is over. So is your corporation. Are you surprised? Your uncle planned a coup at the committee. Blackmail, bribes, assassinations, quite common tools for the syndicate. But he bit off more than he could chew. We know that it took a bribe for you to be employed here. You've been a good employee, but the committee can no longer trust you. Your recycling papers have been signed. Do not resist the security officers. Your body will serve word 5. Farewell, Miss McNeil.
Good morning, citizens of Earth 5. Today's top story: the Human Survival Committee's security force has discovered a coup in the making. The criminal organization was led by the factory's administrator, Shanice McNeil. She admitted her guilt and has been punished accordingly. Sadly, due to concerns about the rebellion, the entirety of the construction and the factory's administration will need to be reformed. The new administrator will be Patrick Wells, the head of the space program rescued by us from the terrorists at Vert 77. Patrick was amazed by our hospitality and technological advancements. He's sure the AUX construction will be completed soon. We wish him luck and welcome him to Vert 5, the greatest place on Earth. That's all the news for today. See you tomorrow, same channel, same time. Und jetzt spielen wir als den neuen Dude und es geht wieder los. Wir haben haufenweise Orders. Und hier haben wir Zeitlimits. Okay. Und das sind hier Orders für die verschiedenen Fraktionen. Das ist ziemlich cool. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.